Es ist der 31.12.2025, der letzte Tag des Jahres, das letzte Video von uns. Und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um auch noch ein paar Gedanken mit dir zu teilen im Hinblick auf das neue Jahr, was auf uns zukommt und auch, was ich sehr wichtig finde in puncto Mindset, gerade auch wenn es um das Thema Freiheit, Auswandern und Plan B geht. Noch ein paar kurze Hinweise rein logistischer Natur hier, die vielleicht wichtig für dich sind. Du weißt vielleicht, ich habe ja noch einen anderen YouTube-Kanal, der heißt Vetted, ist einer der größten UFO-YouTube-Kanäle in den USA. Davon gibt es übrigens auch eine deutsche Version. Wir haben mit dem Host dieses Kanals, Patrick, einen Dokumentarfilm produziert zum Thema Psionics. Dafür schenke ich dir ein kostenloses Ticket. Du hast das völlig richtig verstanden. Der Film kommt 2026 raus. Wir werden den streamen auf verschiedenen Plattformen. Das Ticket wird $20 kosten, aber ich gebe dir das Ticket kostenlos. Ich habe das auch schon in einem anderen Video angekündigt. Viele haben auch schon sich ihr Ticket geholt. Ich packe alle Informationen in die Beschreibung dieses Videos. Das gilt nur noch heute. Das Angebot war seit Weihnachten offen. Heute kannst du dir noch kostenlos dein Ticket besorgen. Danach wird es leider nicht mehr gehen. Wie gesagt, der Film kommt nächstes Jahr raus. Wenn du jetzt das Ticket kostenlos besorgst, werden wir dich dann nächstes Jahr informieren, sobald der Film draußen ist, wo du das Ganze dann streamen kannst. Zweitens, meine Kollegen Harley und Manuel werden in 2 Tagen, also am Freitag, aufbrechen nach Lateinamerika. Ja, ich schicke sie in 7 Länder in 14 Tagen. Dort werden sie unsere lokalen Partner treffen, Steuerberater, Rechtsanwälte und auch Immobilienmakler. Sie werden sich dafür informieren, was es dort Neues gibt in diesen Ländern. Wir gehen nach Argentinien, Uruguay, Paraguay, Brasilien, Panama, Costa Rica und Mexiko, jeweils in die Hauptstädte dieser Länder. Also wenn du Fragen zu diesen Ländern hast, wenn dich diese Themen interessieren, dann lade ich dich ein zu unserem Telegram-Kanal. Der ist brandneu, da ist noch nicht viel drin. Harley wird dort jeden Tag Updates posten. Dort gibt es auch eine Gruppe. Dort kannst du dann deine Fragen einstellen zu diesen Ländern. Und wir werden natürlich die versuchen, die dann dort vor Ort zu stellen. Aber generell auch Updates zu der Reise wirst du eben auch auf dem Telegram-Kanal finden. Und wir werden den Kanal natürlich dann nach der Reise allgemein weiter verwenden für die Kommunikation und für Nachrichten. Link zum Kanal auch hier in der Beschreibung dieses Videos. Und drittens noch Folgendes. Mein Assistent Alexander ist heute noch ein paar Stunden im Büro. Ja, heute an Silvester ist er noch ein paar Stunden im Büro. Und ich habe ihn instruiert, Interessenten großzügige Deals und Rabatte zu gewähren. Also wenn du Interesse hast, nächstes Jahr an einem unserer Seminare teilzunehmen, eine Gesellschaft zu gründen, Bankkonto zu eröffnen und so weiter und so fort, melde dich heute noch bei Alexander. Ein paar Stunden hast du noch Zeit. Dann kannst du das möglicherweise, wenn das für dich relevant ist, auch noch steuerlich 2025 geltend machen. So, das waren 3 logistische Updates. Jetzt aber zum eigentlichen Thema. Das Jahr geht zu Ende und das ist ja auch immer ein bisschen die Gelegenheit zu reflektieren, was passiert ist und was kommen wird. Ich hatte schon ein Weihnachtsvideo gemacht, wo ich dir für deine Treue gedankt habe dieses Jahr. Das möchte ich jetzt nochmal machen. Wir haben jetzt 125.000 Abonnenten auf diesem Kanal. Ganz tolle Sache. Wie gesagt, ohne euch würde das nicht möglich sein. Ich danke euch sehr dafür, für euer Interesse, für eure Treue, für eure Kommentare. Und ich bitte dich natürlich, das auch im neuen Jahr so weiterzuführen. 2025 war ein sehr spannendes Jahr für uns. Wir haben doch deutlich gespürt, wie viele Menschen Deutschland tatsächlich verlassen wollen, wie viele Deutsche auswandern wollen und auch nach einem Plan B suchen. Wir haben viele interessante Seminare und Reisen gemacht, haben dort sehr viele von euch kennengelernt, werden das natürlich auch 2026 fortsetzen. Wir sehen, was in Deutschland passiert. Die Lage ist nicht besonders rosig und das sehen ja mittlerweile auch viele Mainstream-Medien so. Das ist jetzt ja nicht nur hier YouTube Doom and Gloom. Also ich denke, wenn du vorhast auszuwandern, wenn das für dich in Frage kommt, aber du vielleicht noch zögerst, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass das eine gute Idee ist. Ich würde nicht davon ausgehen, dass die Lage jetzt in Deutschland sich in den nächsten Jahren hier deutlich verbessern wird. Ich gebe die Hoffnung nicht auf wegen Deutschland natürlich, aber es wird erst noch schlimmer werden, bevor es besser wird. Das ist ganz klar meine Meinung. Es wird eine enorme Anstrengung brauchen, auch enorme Opfer brauchen, letztlich hier wieder den Zug in die Spur zu bekommen. Und das wird auch natürlich ganz klar sich steuerlich auswirken. Das heißt, jene, die Vermögen haben und hohe Einkommen haben, die werden noch weiter zur Kasse gebeten werden. Leider werden ja diese Mittel dann nicht sehr effizient eingesetzt. Das ist ja
Eine Sache zu sagen, okay, ich zahle hohe Steuern und bekomme dann sehr viel dafür, aber leider ist das ja genau das Gegenteil. Was passiert? Wir finanzieren zum Beispiel einen überbordenden Sozialstaat. Hier müssen tatsächlich sehr krasse Reformen stattfinden, aber wie gesagt, das wird Zeit brauchen. In dieser Zeit werden viele Vermögende gerade am besten beraten sein, den Wohnsitz ins Ausland zu verlegen, auszuwandern, um sich und ihr Vermögen zu schützen. Es gibt ja viele Länder, die dir den roten Teppich ausrollen, also dass man hier feststeckt in Deutschland oder in einem anderen ähnlichen Land, das ist natürlich ein völliger Irrglaube. Also daher denke ich, die Trends, die wir in 2025 gesehen haben, die werden sich weiter fortsetzen. Grundsätzlich meiner Meinung nach ist, je schneller du gehst, desto besser ist es. Wir sehen ja zunehmend, dass sich die EU in einen Überwachungsstaat verwandelt, dass immer mehr Daten aufgezeichnet werden, dass deine digitale Akte immer dicker und dicker und dicker wird. Es kann daher nur dein Interesse sein, dass du Deutschland, dass du die EU im Grunde genommen verlässt. Gerade wenn wir uns anschauen, welche zusätzlichen Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen es in den nächsten Jahren noch geben wird, die bereits beschlossene Sache sind, wie zum Beispiel das zentrale Kontenregister der EU. Wir sehen bei Krypto DRC8, Mika, Travel Rule. Wir sehen die AMLA, wir sehen die digitale ID. Wir sehen möglicherweise bald den digitalen Euro, programmierbares Geld und noch alle möglichen anderen Dinge. Das kann nicht dein Interesse sein. Und es scheint mir so zu sein, dass das möglicherweise die letzten Jahre sind, wo du noch so ohne weiteres gehen kannst, wo du dich auch noch entsprechend ausstatten kannst für einen Plan B, zweite Staatsbürgerschaften besorgen, Auslandskonten besorgen, Firmengründung möglicherweise im Ausland, den Wohnsitz zu verlegen. Ich habe eher den Eindruck, dass das in Zukunft schwieriger werden wird, aber das ist natürlich jetzt auch Spekulation. Also ich würde mich an deiner Stelle mental darauf einstellen und vor allen Dingen, wenn du es kannst, auswandern, dann würde ich Nägel mit Köpfen machen und ich würde konkret damit beginnen, das auch vorzubereiten. Diesbezüglich wollte ich dir für nächstes Jahr noch 3 Tipps, 3 Gedanken mit auf den Weg geben, die ich sehr wichtig finde. Erstens, falle nicht auf sogenannte Heilsbringer herein. Wir sehen jetzt am Beispiel Deutschland ganz konkret und auch viel natürlich hier in YouTube, dass jetzt zum Beispiel gerade die AfD hier sehr gehypt wird. Also lass mich eins ganz klar sagen. Ich finde es gut, dass die AfD hier integriert wird in die politischen Prozesse. Diese Brandmauer halte ich komplett für verrückt. Ich meine, das ist der demokratische Wille der Wähler. Das muss man respektieren. Das muss man ernst nehmen. Aber natürlich seine Hoffnung zu setzen auf eine Partei und Politiker ist natürlich total gaga. Ja, also wenn du das machst, dann hast du schon komplett verloren. Also das sind keine Heilsbringer, das sind auch alles Politiker, die im Club mitspielen. Du musst dir die politischen Parteien wie Bundesliga-Vereine vorstellen. Natürlich konkurrieren die alle miteinander, aber am Ende sitzen alle an einem großen Tisch und verschachern dein Geld und dein Vermögen. Und da ist natürlich auch die AfD hundertprozentig damit dabei. Also verlass dich nicht auf irgendwelche Heilsbringer, sondern komm selbst ins Tun. Komm selbst ins Denken, werde geistig unabhängig, recherchiere die Fakten. Und das braucht natürlich auch Zeit, das ist mir klar. Da kann man nicht faul sein, da kann man nicht irgendwelche Parolen übernehmen, die phrasendreschende Politiker hier von sich geben, lautstark. Sondern das braucht Disziplin, das ist Aufwand, das ist auch intellektuell etwas, das vielleicht für dich herausfordernd ist. Ja, aber darum genau geht es. Informiere dich, mach dich selbst klug, triff deine eigenen Entscheidungen, werde dein eigener Mann, werde deine eigene Frau. Und das heißt ja tatsächlich Souveränität. Ja, Souveränität bedeutet Unabhängigkeit. Souveränität bedeutet, dass du nicht abhängig bist vom Staat, weder finanziell, aber eben auch nicht geistig, sondern dass du unabhängig bist. Und wirkliche Unabhängigkeit ist in diesem aktuellen System so nicht möglich. Da macht die AfD absolut keinen Unterschied. Hier geht es jetzt nicht spezifisch um die AfD. Ich meine, ich könnte jetzt auch hier Nigel Farage nennen oder ich könnte auch Donald Trump nennen und so weiter. Wie gesagt, also ich finde schon, dass diese Leute ihre Daseinsberechtigung haben. Das ist vom Volk, das ist vom Wähler so gewollt. Und wie gesagt, das muss man als demokratische Willensäußerung so akzeptieren. Aber ich habe dir schon an anderen Stellen gesagt, ich bin überzeugter Nichtwähler. Ich habe noch nie gewählt. Jede Wahl ist immer die Wahl für ein kleineres Übel. Das finde ich absolut nicht akzeptabel. Ich würde mich nie auf einen Politiker verlassen. Meine Hoffnung, meinen Glauben, meine Zuversicht, mein Vertrauen in einen Politiker setzen, das ist absolute, totale Zeitverschwendung. Die kannst du alle in die Tonne treten. Politiker sollten sich darum kümmern, dass das Land sauber gemanagt wird. Natürlich brauchen wir eine funktionierende Infrastruktur. Wir brauchen ein funktionierendes Rechtssystem. Wir brauchen eine solide Verwaltung. Das sollten Politiker tun. Und deswegen sind auch Politiker wichtig. Und deswegen ist der Staat natürlich wichtig, 100%, zum Schutz deiner Sicherheit, zum Schutz deines Vermögens. Und wir brauchen kompetente Politiker, die sich um solche Dinge kümmern. Aber letztlich, was Politiker machen sollten, ist, dem Bürger aus dem Weg zu gehen, dem Bürger den Weg freizuräumen und keine Hindernisse aufbauen für den Bürger. Aber
retten kannst du nur dich selbst. Das kann kein Politiker tun. Die zweite Sache, die ich dir mitgeben wollte, ist, dass viele Schranken nur im Kopf existieren und nicht in der Realität und du das nicht verwechseln solltest. Ich erlebe das immer wieder, ja, gerade wenn es um das Thema Auswandern geht. Wir haben zum Beispiel Mandanten, die sagen, ja, ich kann nicht gehen, weil ich habe Kinder und die Kinder müssen die Schule in Deutschland fertig machen. Wer sagt das? Wo steht das geschrieben? Wenn du dir das deutsche Schulsystem anschaust, wenn du dir die PISA-Studien anschaust, dann weißt du, dass das deutsche Schulsystem nicht besonders gut ist. Auch das deutsche Abitur ist nicht besonders gut im internationalen Vergleich. Also gerade wenn du deinen Kindern etwas Gutes tun willst, dann nimm sie dort raus und sorg dafür, dass sie einen international anerkannten Abschluss machen können. Am besten auf Englisch, zum Beispiel das International Baccalaureate oder auch GCSEs zum Beispiel. Das sind international anerkannte Schulabschlüsse. Das deutsche Abitur oder andere deutsche Schulabschlüsse bringen dir im Grunde genommen außerhalb des deutschen Kontexts nicht besonders viel. Das ist jetzt, wie gesagt, nur ein Beispiel. Andere Mandanten sagen, ich kann nicht weg aus Deutschland, weil ich habe da noch Familie, ich habe da noch Verwandte, meine Mutter ist da, meine Eltern sind da. Kann sein, möglicherweise, aber auch das ist das wirklich so, ja? Also wir haben nicht wenige Mandanten, die sind mit den Eltern zum Beispiel ausgewandert. Die bieten den Eltern an, hör mal, ich ziehe nach Dubai um, komm doch mit mir mit. Dort musst du nicht ins Pflegeheim gehen. Dort besorgen wir uns eine philippinische Altenpflegerin, eine philippinische Krankenschwester. Die kommt nach Hause, die wohnt sogar bei uns zu Hause. Das ist in Dubai erstaunlich günstig und die kann sich dann um dich kümmern. Wenn die Mutter das dann nicht will, dann muss man das natürlich respektieren, ja, aber dann bist du ja nicht wirklich verpflichtet, zum Beispiel dann dort zu bleiben und sich um sie zu kümmern. Ja, dann kannst du guten Gewissens auswandern, aber kannst ja jederzeit nach Deutschland zurückkommen, um sie zum Beispiel zu besuchen. Wenn sie lieber ins Pflegeheim in Deutschland geht, als bei dir zu Hause im Kreise der Familie von einer privaten Krankenschwester gepflegt zu werden. Wie gesagt, dann muss man das absolut akzeptieren. Und mir ist schon klar, ältere Leute können ja starrsinnig sein. Aber du solltest verstehen in deinem Kopf, ja, dass das dich nicht behindern sollte. Natürlich, du hast Verantwortung für deine Eltern, das sehe ich hundertprozentig so. Da bin ich jetzt auch ziemlich konservativ. Aber du hast auch Verantwortung für deine Kinder und für deine eigene Zukunft. Und das eine für das andere zu opfern, das scheint mir jetzt komplett der falsche Weg zu sein. Ein weiteres Hindernis im Kopf kann sein, dass man das perfekte Auswanderungsland sucht, sozusagen das Paradies, das Utopia, und das gibt es halt auch nicht. Und dann schaut man sich verschiedene Länder an und realisiert, naja, also das ist ja auch nicht gerade perfekt. Und du musst bereit sein zu Kompromissen. Das Perfekte ist der Feind des Guten und es braucht alles auch Zeit. Du wirst vielleicht erstmal in ein Land auswandern und dann am Ende irgendwo ganz anders landen, weil du dich dann umorientiert hast. Deswegen ist der erste Schritt doch der wichtigste, weil der erste Schritt ist dann der zum Beispiel aus Deutschland heraus. Der dritte Tipp richtet sich an alle, die es jetzt gerade momentan schwer haben, die vielleicht gerade durch eine Lebenskrise gehen, die vielleicht auch kurz davor sind, die Hoffnung aufzugeben. Hier möchte ich dich bestärken und dich ermutigen, weiterzumachen, in die Zukunft zu schauen. Und auch wenn du jetzt momentan absolut nicht sehen kannst, wie deine Zukunft vielleicht im Ausland in Zukunft positiv aussehen kann, würde ich dich trotzdem ermutigen, das für dich zu visualisieren. Stell dir das Land deiner Träume vor, wo du gerne leben möchtest. Stell dir vor, wie du dort ganz konkret lebst, in was für einem Haus du wohnst, was du dort täglich machst, wie du dort mit deiner Familie lebst, wie du dort ein gutes Leben führst. Das wird dir extrem helfen, gerade wenn du aktuell durch eine Lebenskrise gehst. Wir haben es immer wieder, viele Menschen, die mit uns in Kontakt kommen, sind in einer Lebenskrise, zum Beispiel finanzielle Probleme, Insolvenz oder man ist krank oder es ist ein Angehöriger ist gestorben, der Ehepartner vielleicht. Man steckt auch einfach irgendwo finanziell und beruflich in einer Sackgasse. Man hat zwar einen Job, aber da verdient man nicht besonders viel, muss aber wahnsinnig hart arbeiten und weiß im Grunde nicht, wie man darüber hinauswachsen kann, wie man darüber hinwegkommt. Ich kann mich an einen Mandanten erinnern, der war zum Beispiel Koch. Der wollte unbedingt ins Ausland, der wollte unbedingt von seinem eigenen Kapital leben, aber der wusste nicht, wie er dorthin kommen soll. Er hat wahnsinnig hart gearbeitet, natürlich in der Küche und hatte eigentlich gar keine Kraft und keine Möglichkeit, sich dann anderweitig noch mit Themen zu befassen, sich zu qualifizieren oder auch Kapital aufzubauen, um so etwas anzugehen. Und er hat es dann geschafft, mit großer Disziplin und auch mit großer Hartnäckigkeit sich Trading Skills anzueignen und war dann nach einigen Jahren wirklich in der Lage, davon zu leben. Aber das braucht eben viel Selbstbewusstsein, das braucht auch Glauben an die eigene Kraft, Glauben an die eigenen Kenntnisse und das ist eben manchmal schwer, besonders wenn man so ein bisschen die Perspektive verloren hat, wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, weil das Leben eben so ist, wie es ist und einem immer wieder Hindernisse auch letztlich in den Weg stellt. So ist es eben leider. Das ist etwas, was wir alle erleben. Du wirst keinen einzigen erfolgreichen Menschen finden,
der nicht auch durch viel Leid gegangen ist. Das ist leider so, das ist eine Lebensrealität, von der wir alle in gewisser Weise betroffen sind. Wenn du auch momentan in einer solchen Lebenssituation, in einer solchen Lebenskrise steckst und dir gar nicht vorstellen kannst, wie es weitergehen soll, wie gesagt, dann möchte ich dich ermutigen. Ich finde, gerade dann kann es sehr positiv sein, sich mit dem Thema Auswandern zu beschäftigen. Stell dir dein Leben vor, wie du in Zukunft leben wirst, und dann arbeite dich Stück für Stück an diese Vision heran. So, jetzt habe ich aber schon wieder viel zu viel geredet. Das waren meine Grüße für dich zum Jahresende 2025. Ich hoffe sehr, dass wir uns auch im nächsten Jahr wiedersehen, dass ihr uns dann im nächsten Jahr wieder mit so viel Treue begleiten werdet, wie ihr das 2025 getan habt. Ich hoffe sehr, dich vielleicht mal persönlich zu treffen bei einem unserer Veranstaltungen, bei einer unserer Reisen oder auch sonst hier bei YouTube Live. Und bis dahin wünsche ich dir und deiner Familie einen guten Rutsch und alles Gute im neuen Jahr in 2026. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.